Nervt Sie die ständige Nachfrage von Outlook, bestimmte Dateitypen zu öffnen? Wir zeigen Ihnen, wie Sie das Problem lösen. Vor dem Öffnen dieses Dateityps immer bestätigen. Wann immer wir einen Doppelklick auf einen Anhang tätigen, werden wir gefragt, ob wir diese Datei entweder öffnen oder speichern möchten. Wir möchten diese Art von Dateien öffnen, aber wollen diese lästige Frage nicht immer wieder beantworten müssen. Es gibt eine Option in Outlook, die besagt, vor dem Öffnen dieses Dateityps immer bestätigen, welche wir gerne ausschalten möchten. Aber das Kontrollkästchen für diese Option ist deaktiviert und ausgegraut. Wie können wir das Kontrollkästchen aktivieren und diese lästige Aufforderung loswerden, wenn wir unsere Anhänge öffnen? Die Bestätigung abschalten, da diese Option eine systemweite Änderung umfasst und sich nicht nur auf angemeldete Benutzer beschränkt. Müssen Sie diese Aktion mit Administratorenrechten ausführen. Selbst wenn Sie als Administrator angemeldet sind, müssen Sie trotzdem Outlook als Administrator ausführen, um diese Option zu ändern. Denn Outlook wird standardmäßig mit einer bestimmten Berechtigungsstufe für jeden Benutzer ausgeführt. Diese Option kann nicht mit den Standardberechtigungen eines Benutzers deaktiviert werden. Hinweis: Diese Einstellung wird für einen bestimmten Dateityp festgelegt. Wenn Sie daher diese Option zum Beispiel für ZIP-Dateien deaktivieren, wird diese nicht auch für HTML-Dateien deaktiviert sein. Sie werden diesen Prozess deshalb für jede Dateierweiterung wiederholen müssen, für welche Sie nicht wollen, wieder aufgefordert zu werden. Das Starten von Outlook als Administrator. Methode 1. Eine schnelle Möglichkeit, um jede Anwendung als Administrator in Windows 7 und späteren Versionen zu starten, ist die Steuerung und Alt-Tasten gleichzeitig gedrückt zu halten, während die Anwendung gestartet wird. In unserem Beispiel verwenden wir eine ZIP-Datei, die als Anhang bei Outlook beigefügt worden ist. Wenn Sie als Administrator Outlook starten, müssen Sie das einmal bestätigen. Wir öffnen nun den Anhang und können jetzt sehen, dass das graue Feld nicht mehr unten vorhanden ist und Sie können das Häkchen entfernen. Methode 2. Eine andere Möglichkeit, um Outlook als Administrator zu starten, ist mit der rechten Maustaste auf die Verknüpfung von Outlook zu klicken und die Option als Administrator ausführen aus dem Menü zu wählen, welches erscheint. Die beiden vorigen Versionen unserer Methoden nicht funktioniert haben, gibt es noch eine dritte Möglichkeit. Dazu müssen Sie die Registry öffnen und nach dem Schlüssel, wir suchen ja wieder nach einer ZIP-Datei, zunächst in dem angegebenen Verzeichnis nachschauen, wie sie benannt ist. In diesem Fall Compressed Folder. Dann gehen Sie wieder in High Classes Root, suchen Sie nach Compressed Folder und hier muss der Eintrag Edit Flags stehen. Diesen Binärwert ändern Sie an der dritten Stelle auf 2. Dann sollte das Problem gelöst sein. Oder Sie ändern es wieder auf die 1 zurück. Wenn Sie nun einen Anhang öffnen, haben Sie die Möglichkeit, die Einstellungen vor dem Öffnen dieses Dateityps immer bestätigen zu deaktivieren. Starten Sie Outlook erneut, damit das Programm wieder sicher und im Benutzermodus ausgeführt wird. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie einfach einen Kommentar unter das Video. Und wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann lassen Sie einfach einen Daumen nach oben da.